Okay, ich stelle mir vor, ich bin der Ferdinando Mhm. und bin 1944 ins Dorf gekommen. Ich bin Maria. Ich bin jetzt diese Woche hier im Kinderdorf vom European Wie Youth. lange sind Sie hier? Eine Woche. Eine Woche? Wir sind letzten Samstag am 28. gekommen und fahren dann am Samstagmorgen wieder. Und ja, genau, bin jetzt eine Woche hier für das European Youth Forum. Vor 70 Jahren hat es natürlich ein bisschen anders ausgesehen hier. Ne? Und geprägt hat mich, dass praktisch alle gleich sind, oder? Wenn ich jetzt Fernsehen schaue und sehe die Differenzen zwischen Nationen und zwischen Rassen, da muss ich nur noch den Kopf schütteln, oder? Diese Probleme hatten wir nicht und ich werde sie sicher nicht mehr haben, oder? Das habe ich jetzt vom hier. Wir haben mit anderen Leuten zusammen zur Schule, zusammen gearbeitet, zusammen gespielt. Solche Probleme hatten wir einfach nicht. Ja, aber ich kann das gut verstehen. Also mir geht das auch so und gerade jetzt irgendwie noch mal mehr, wenn man kommt irgendwie mit allen so sehr viel ins Gespräch und versteht sich gut und merkt, man ist eigentlich gar nicht so verschieden und fragt sich dann, warum wir eigentlich so viele Konflikte in der Welt haben und warum das nicht auch, ja, vielleicht auch in der Politik oder auf größerem Maßstabe besser funktioniert, einfach miteinander zu reden und sich zumindest zu akzeptieren. Man muss ja nicht jeden mögen, aber ja, so gegenseitige Akzeptanz. Eigentlich ist es so einfach. Am ersten Tag, da hat mich meine Mutter hierher gebracht. Wir sind mit dem Bähnli, mit der Drogener Bahn, damals hat es so geheißen, bis eine Station vor Drogen gefahren. Da sind wir zu Fuß raufgekommen und sie hat ins Pinocchio gebraucht, oder? Und dann hat sie dann mit den Haushältern geredet. In dieser Zeit habe mich die schon hier gewesenen Kinder genommen und mich ins Dorf gebracht, zum ins Dorf zeigen. Und als ich zurückkam, war meine Mutter nicht mehr da, oder? War sie schon zurück. Das war nur alles. Und sobald ich Gelegenheit gehabt habe, bin ich den Weg zurückzuschauen, woher ich gekommen bin, oder? Bis zur Bahnstation. Dann, okay, ich weiß jetzt wo, wenn es sein sollte, dass ich weg muss ich. Dann bin ich wieder zurückgekommen und das hat sich einfach alles automatisch ergeben, sagen wir sowas. Ja, Ja, so war es. ja, ich glaube, bei uns war es so ein bisschen weniger Unsicherheit dabei, weil wir ja als Gruppe wirklich gekommen sind und nicht so alleine, sondern als Gruppe irgendwie mit Menschen, die man schon kannte. Mit den Deutschen allen zusammen sind wir hergefahren. Und dadurch, dass es ja auch schon die letzten Jahre war und auch schon ja, Leute von unserer Schule hier waren, haben wir schon so ein paar Erzählungen bekommen. Und ich glaube, bei uns war so das überwiegende Gefühl, so Aufregung, jetzt die anderen Nationen kennenzulernen und wie es wird und die Häuser zu sehen und anzukommen. Aber ich glaube, wir hatten schon so eine bisschen genauere Vorstellung, was uns erwartet. Und das war dann vielleicht eher so ein positives Gefühl, weil wir schon so dachten, okay, ja, wir wissen so ein bisschen zumindest, was auf uns zukommt und das wird schön. Aber Sie haben nicht gewusst, dass hier früher 10 Nationen zusammen Nee, lebten? Haben Sie also nicht gewusst? nicht so im Detail. Also wir wussten, dass es das Kinderdorf schon länger gibt und dass es auch also früher natürlich nicht genau so genutzt wurde und nach dem Krieg entstanden ist, aber so ganz im Detail haben wir es jetzt erst erfahren, als wir hier waren. Hier haben wir gelernt Skifahren auf diesem Hügel da. Kleinere Hügel, wo jetzt dieser Mast ist, war der Idiotenhügel. Also für die Schwachen. Aha. Und das andere war schon. Aber wir waren schon, sehen Sie diese 2 Häuser dort oben am Hügel? Ja, Dort sind wir auch, also praktisch ohne Wissen der Eltern mit dem Ski auch, aber nur einmal runtergefahren. Das war zu lang. Da waren wir schon bessere Skifahrer, dass wir uns dort oben getraut haben. Ja, das sind so Geschichten. Haben Sie denn eine Lieblingserinnerung, also irgendwie so einen schönsten Moment im Kinderdorf? Also die Momente waren immer schön. Die Momente waren immer schön. Wir haben so
praktisch wie in einer Familie gelebt, oder? Jeder hatte seine Aufgaben, reinigen, heizen, Straßen wischen, Bette. Nein, Betten hat jeder selber müssen. Also Bett aufziehen. Ja. Aber das Haus reinigen, da hat jeder seine Aufgabe gehabt, oder? Es war so einmal, ich mag mich erinnern an eine Szene, die Hausmutter, also ich rede immer von Pinocchio, die Hausmutter, Jelici haben sie geheißen. Ich habe einmal eine Woche lang Teller abwaschen müssen am Abend. Dann kommt sie rein und sagt sie, es war Sommer. Und im Sommer um 6 Uhr war Essen, 6:30 waren wir schon alles durch. Was machst du hier? Bin bestraft, ich muss abwaschen. Mach, dass du rauskommst. Hat sie gesagt. Und das war das Schöne daran. Nach einem Tag, glaube ich, oder so. Mach, dass du rauskommst, hat sie gesagt. Ah ja, so waren schöne Erinnerungen. Gestern Abend haben wir zum Beispiel so einen Karaoke-Abend gemacht, was auch irgendwie total schön war, weil wir dann auch manche eher so traditionelle Lieder aus ihren Ländern angemacht haben, zum Beispiel Lettland oder Türkei, und dann auch irgendwie versucht haben, uns so traditionelle Tänze beizubringen, und das irgendwie so ein total schöner Austausch war und alle hatten irgendwie Spaß, haben ja bei manchen Liedern, die dann wieder alle kannten, auch mitgesungen und irgendwie zusammengetanzt, und das war schon auch sehr schön, aber allgemein sehr, sehr viele schöne Momente hier bisher. Ja. Wir hatten jede Woche, jeden Montagmorgen eine sogenannte Morgenfeier. Da trafen sich das ganze Dorf, alle Häuser in der Kanada-Hall. Und jede Woche war eine andere Nation dran, so mit was vorbringen. Entweder ein Tanz oder ein Volkslied oder der eigenen Nation oder beides. Und da hat uns der Direktor, Bill, hat uns vielleicht neue Leute vorgestellt, neue Kinder, frisch angekommene Kinder. Und das ist der neue Griechen, das ist der Gehilfin von so und die sind jetzt bei uns und so weiter. Und das war eigentlich, was soll ich sagen, mit Zeitung, oder? Und nachher sind wir alle zurück in unsere Häuser oder zur Schule und so weiter. Also es ist ja bei uns jetzt so, dass wir immer mit 2 anderen Nationen in einem Haus leben. Also ich bin ja jetzt zum Beispiel aus Deutschland, und es gibt eine Gruppe an Deutschen, die wohnt in einem Haus mit Polen und Ungarn zusammen. Und ich wohne in einem Haus mit Menschen aus Frankreich und aus Schottland zusammen. Und da kommt man auf jeden Fall irgendwie schon mal so ins Gespräch, so beim Essen oder im Alltag. Und dann haben wir ja noch die Workshops, wo sich so ganz bunt mischt zwischen allen Nationen, die hier sind. Und ich finde, es ist auch total positiv. Also man kommt irgendwie mit allen gut ins Gespräch und ist dann so, ja, wo kommst du denn her? Aber irgendwie spielt es dann doch auch gar nicht mehr so eine große Rolle, wer woher kommt. Ja, also der Kontakt war bei uns auch, ich würde sagen, fast perfekt. Oder? Im eigenen Haus waren wir waren Italiener und haben Italienisch gesprochen, aber im Dorf hat man den Schulkollegen getroffen und man ist irgendwo zum Weiher runter spaziert und wieder zurück. Um 6 Uhr hat man zu Hause sein müssen. Also da war Nachtessen um 6 Uhr. Und wenn man zu spät kam, dann gab es hier und da, du bist eine Woche lang nicht raus am Abend nach dem Essen, im Sommer, im Winter sowieso nicht. Dann hat man eine kleine Strafe bekommen, oder? Zum Beispiel abwaschen, wenn nicht dein Turnus war. Abwaschen. Und das ist natürlich schon ein bisschen, oder? Für 18 Kinder und 3 Erwachsenen abwaschen. Das Ja. ist, naja, das war so, oder? Das waren so die großen Strafen, sagen wir. Aber sonst war es wunderbar. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber mein Wunsch wäre, dass es so wie früher war, oder? Ja, ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass es so ein Ort von Austausch, von kulturellem Austausch bleibt, in welcher Form auch immer. Ob das vielleicht irgendwann mal wieder eher so wird wie früher oder so bleibt wie jetzt, aber auf jeden Fall ein Ort, wo man irgendwie
zusammen ist und ja, vielleicht auch merkt, wie ähnlich man sich ist, auch wenn man aus unterschiedlichen Ländern kommt und irgendwie Das ist eine gute Idee. Ja. ein Ort des Zusammenseins und des Austauschs